Ergebnisse filtern und vergleichen. Wenn Sie die Ergebnisse Ihrer Umfrage betrachten, betrachten Sie in der ersten Linie immer das Gesamtergebnis. Und das Gesamtergebnis ist gut. Das gibt Ihnen auf jeden Fall einen guten Überblick darüber, wie denn der Rücklauf zu den einzelnen Fragen war. Aber wenn wir jetzt tiefer in die Auswertung eintauchen wollen, wenn wir wirklich gucken wollen, wo drückt denn der Schuh, wo entstehen Probleme, wo kann ich was rauslesen, um darauf aufzubauen, wo entdecke ich eigentlich diese Signale, wo es nicht so gut läuft und wo ich ansetzen muss. Und dafür müssen wir in die Ergebnisse tiefer eintauchen. Und das bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten oder zwei grundsätzliche Funktionen an. Das ist einmal das Filtern der Ergebnisse, das heißt, wir brechen die gesamten Teilnehmer auf eine kleinere Teilnehmergruppe runter und wir können Teilnehmergruppen auch miteinander vergleichen, um zu gucken, hat die eine Gruppe besser oder schlechter geantwortet als die andere, haben wir irgendwo vielleicht in den Gruppen, innerhalb der Gruppen ein Problem, was wir über das Gesamtergebnis gar nicht sehen. So, und um jetzt die Ergebnisse zu vergleichen, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir sehen jetzt hier oben einmal, dass das Gesamtergebnis ist aktiv. Ich könnte jetzt hier einen neuen Filter anlegen und das darüber meine Kriterien einstellen. Das zeige ich Ihnen jetzt gleich noch. Die zweite Variante ist auch die sehr schnell geht. Wir haben jetzt hier den NPS und hier ist es so, dass ich alle roten, das sind ja eher die unzufriedenen Mitarbeiter, gerne mal segmentieren möchte, um zu gucken, woher kommt denn die Unzufriedenheit. Und dazu kann ich einfach hier auf die Prozentwerte klicken und sagen, plus, bitte zeige mir alle an, die diese Antwortoption gewählt haben, die diese Antwortoption gewählt haben, diese und diese. Somit haben wir jetzt das gesamte Ergebnis nur auf die Personen runtergefiltert, die unzufrieden sind. Das heißt, es nennt sich One-Click-Filter. Das haben wir jetzt hier einmal per Klick eingestellt. Das geht immer sehr schnell. Ich kann das ganz auch wieder zurücksetzen. Und diese Filterung können wir jetzt speichern. Das wird uns hier angeboten direkt. Und ich nenne sie jetzt mal unzufrieden. Und bei den Filtereinstellungen haben wir natürlich noch mehr Optionen. Wir können einmal das Ganze nach einem Datum filtern, Beginn, Einladungsdatum, Abschlussdatum. Wir können auch nach Zeit filtern, das heißt, wie lange haben die Teilnehmer gebraucht. Da können wir halt sehr schnelle Teilnehmer rausfiltern, weil das vermutlich Fakes sein werden. Wir können über das Verhalten gehen, alle Teilnehmer, alle, die bis zum Ende, alle, die abgebrochen haben. Wir können nach unseren einzelnen Besuchergruppen filtern, wir können nach dem Endgerät filtern, wir können nach der Sprache filtern, wir können nach den Antworten, die gegeben worden sind. Das ist das, was ich eben per Klick eingestellt habe. Hier unten, das kann ich hier auch einfach über diese Filteroption im Und-Oder-Verhältnis mir zusammenklicken. Ich kann basierend auf den Werten innerhalb der Teilnehmerliste filtern oder halt auch über Parameter. Wenn ich an den Umfragelink Parameter gesetzt habe, ist das auch möglich. So, wir speichern das Ganze ab. Und jetzt sehen wir auch schon, hier oben ist das grün, das Ganze ist aktiv. Und wir sehen jetzt im weiteren Verlauf nur die unzufriedenen Teilnehmer und können dann einfach auch mal gucken, wo kommt denn die Unzufriedenheit her? Und wenn es hier auf die Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten geht, können wir halt sehen, bei Stimme nicht zu, 33% fühlen sich nicht motiviert, fühlen sich nicht wertgeschätzt, fühlen sich nicht anerkannt. Und somit habe ich auf jeden Fall schon mal ein Indiz darüber, warum Unzufriedenheit herrscht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, in welcher Abteilung das Ganze stattfindet. Und hier könnte ich jetzt zurückgehen und sagen, bitte zeige mir alle Mitarbeiter aus der Produktion. Das heißt, ich erweitere meinen Filter um den nächsten Step und kann dann wieder zurückgehen und kann dann hier sehen, hier haben wir zum Beispiel einen hohen Ausschlag mit 66,67%. Das heißt, die Anerkennung durch den Vorgesetzten findet nicht statt und dadurch haben wir eine Unzufriedenheit. Gut, jetzt haben wir das Ganze auf eine Teilnehmergruppe segmentiert. Jetzt wollen wir es auch mal vergleichen, weil das ist ja auch wesentlich spannender. Dafür nehme ich den jetzt wieder raus, lasse vorne das Gesamtergebnis stehen und setze zwei Vergleichswerte hinzu und da platzieren wir jetzt die Daten, die wir sehen wollen und das ist einmal hier alle Unzufriedenen und hier rechts brauchen wir alle Zufriedenen. Haben wir dafür einen Filter? Ja, hier Größe 8, der ist es. Klicken auf Anwenden und jetzt haben wir eine Gegenüberstellung. Und wir sehen jetzt in der linken Spalte immer das Gesamtergebnis. Hier sehen wir alle Unzufriedenen und hier sehen wir alle zufriedenen Mitarbeiter. So, das ist schon mal gut. Es gibt aber noch eine kleine Zusatzfunktion, die das Ganze visuell noch stärker sichtbarer macht. Und dafür haben wir hier vorne das Settings-Icon. Und hier sehen wir auch nochmal unsere Vergleichsperspektiven. Wir haben jetzt 3 ausgewählt mit dem Namen. Und das Interessante ist die prozentuale Entwicklung. Wir wollen beide
einmal die Unzufriedenen und die Zufriedenen, ausgehend vom Gesamtergebnis vergleichen. Und dann sagen wir ausgehend von diese Spalte von Vergleichswert 1, das ist das hier, und den auch ausgehend von Vergleichswert 1. Also beide Teilnehmergruppen vergleichen wir zu dem Gesamtergebnis. Und was wir jetzt bekommen, sind farbliche Markierungen an dem Ergebnis, ob das jeweilige Ergebnis besser oder schlechter als unser Ausgangspunkt ist, das Gesamtergebnis. Und dadurch können wir jetzt, hier bei der Abteilung macht es noch keinen Sinn, genau, hier fangen wir mal an, können wir jetzt das Ergebnis sehr schnell mit den Augen lesen. Das heißt, unzufrieden, rote Werte, macht total Sinn, zufrieden, grüne Werte, macht auch total Sinn. Nächste Frage, alles rot, alles grün, macht auch total Sinn. Nächste Frage, unzufrieden, und wir haben auf einmal grüne Werte, beziehungsweise auf der anderen Seite mit einer hohen Zufriedenheit haben wir rote Werte. Und dadurch können wir mit dem Auge sehr schnell erfassen und gucken, welches Thema haben wir denn gerade hier, woher kommt denn die Unzufriedenheit und warum spiegelt sich das in den einzelnen Teilnehmergruppen so wider. Und durch diese beiden Funktionen, einmal das Filtern und das Vergleichen hier oben, haben Sie wahnsinnig viele Möglichkeiten, sehr schnell in die Ergebnisse einzutauchen, wieder rauszuzoomen und das Ganze auch in einem Vergleich darzustellen.